Keine Frage, ist der Ursprung. Was denken Sie, welche Partei hat die meisten Alkoholiker unter ihren Mitgliedern? Die CSU und demnächst die AfD. Zwischen den zweien wird es ein Kopf-an-Kopf-Rennen geben. Okay. Hey Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute schauen wir uns den Auftritt von Karl Lauterbach beim ZDF an. Das Internet vergisst nie. Das ist kein Spaß. Hier zeigt Lauterbach sein wahres Gesicht und das ist alles andere als beeindruckend. Sein Gerede über Anti-Kater-Drinks wirkt mehr wie eine Farce. Und als Gesundheitsminister hat so jemand einfach nichts verloren. Und das Beste, für solche Sendungen bezahlen wir GEZ-Gebühren. Ein wirklich lehrreiches Video, in dem wir analysieren, wie er mit seinen merkwürdigen Ideen und seinem fragwürdigen Humor durchfällt. Ein Mann, der solche Sachen von sich gibt, kann definitiv nicht die Gesundheit der Bevölkerung vertreten. Bleibt dran, um zu sehen, warum Lauterbach wirklich nicht der richtige Politiker für diesen Job ist. Auf geht's! Die Kreuze klar für die AfD, ja, das ist wunderbar. Wir schützen unser Land, das ist unser Ziel. Mit blauen Herzen geht's nach Brüssel mit viel Stil. Zum Wohle. Zum Wohle? Ich hätte das jetzt da reingetan, aber Sie können auch, das ist ja furchtbar. Ich würde gerne mit Ihnen über Ihre Gefühle sprechen. Guten Tag, Herr Lauterbach. Hallo, schön Sie zu sehen. Schön, Sie zu sehen. Schöne Fliege. Die erste Assoziation für Frauen bei Fliege ist natürlich immer Chippendales, diese männliche Stripperbande. Ich werde Sie bitten, sich trotzdem nicht auszuziehen. Da heute. keine Sorge. Das Wir können ja kann Sie ich, sogar noch mehr anziehen. Kann ich Ihnen garantieren. Wir machen heute Anti-Kater-Getränke. Wann hatten Sie das letzte Mal einen schlimmen Kater? Das ist noch gar nicht so lange her. Nach den letzten Wahlen haben wir uns Trost gespendet. Dann fangen wir jetzt mal an mit Kokoswasser. Kokoswasser fällt mir natürlich jetzt im ganz schnellen Kopf spontan ein Koko. Sie wollen jetzt ja die Koko machen, nicht mehr die GroKo. Was hat es damit auf sich? Naja, damit wollen wir im Wesentlichen ein bisschen mehr Abstand zur CDU haben, also wenn wir zusammenarbeiten, aber das Wichtigste doch durchbekommen. So ein bisschen Fernbeziehungsstyle, oder? Ja. Oder offene Beziehung vielleicht? Halboffen, also wo einer tut, was er will und der andere muss sich danach richten. Wir machen heute ein Kokos-Kurkuma-Bananengetränk. Wie viele Hirnzellen tötet so ein Vollrausch ab? Schwer zu sagen, aber da geht schon was verloren. Ja. Da habe ich so manch einen Opfergang hinter mir. Was halten Sie von diesem Trend mit Wodka-Tampons, dass man es direkt über die Schleimhäute aufnimmt und somit eigentlich den Magen schont? Da bin ich komplett blank, davon höre ich jetzt zum ersten Mal. Echt? Also diese Verköstigung habe ich noch nicht gesehen. Dann will ich Re- gar nicht erst auf Wodka-Einläufe eingehen. Einlauf, Heidewitzka. Das ist wie gesagt, das sprengt mein Wissen. Aber Sie wohnen doch in Berlin. Sie müssen doch wissen, wie man Party macht. Ja, wenn ich zu einer Party gehe, dann ist der Kommentar, ob ich jetzt zum Sterben käme oder was. Ne? Das ist, da, wo das praktiziert wird, Wodka-Tampons und so, da kriege ich keine Einladung mehr. Die Zeit ist leider vorbei. Vorsicht, sind Sie gut krankenversichert? Privat. Ah, super. Zum Wohle. Zum Wohle? Ich hätte das jetzt da reingetan, aber Sie können auch, das ist ja furchtbar. Ich würde gerne mit Ihnen über Ihre Gefühle sprechen. Was müsste ich tun, dass Sie jetzt weinen und noch mehr von dem trinken? Ja. Also, wenn Sie jetzt definitiv ankündigen würden, dass wir im Februar Neuwahlen hätten, dann würde ich hier in den Saft weinen. Sie haben einen sehr subtilen Humor. Man möchte fast schon sagen, Sie haben keinen Humor, aber Sie haben einen sehr, sehr subtilen Humor. Danke, Dankeschön. Das ist gut. Das ist nicht so haut drauf wie die restlichen Leute in der Comedy-Szene. Danke. Dann kommen wir zum zweiten Anti-Kater-Drink. An dieser Stelle vielleicht mal ein Dankeschön an den Alkohol, ohne diesen ja ein Anti-Kater-Drink gar nicht möglich wäre. Keine Frage, ist der Ursprung. Was denken Sie, welche Partei hat die meisten Alkoholiker unter ihren Mitgliedern? Die CSU und demnächst die AfD. Zwischen den zweien wird es ein Kopf-an-Kopf-Rennen geben. Okay, sehr gut. Dann kommen wir zum zweiten Getränk. Auch hier wieder Kokoswasser. Oh wow, jetzt kommt der
Party Lauterbach. Nennt man Sie eigentlich immer Professor Dr. Lauterbach oder kann man Sie auch Herr Lauterbach nennen? Alles erlaubt. Karl, Carlos, Charles. Carlos? Ja, Carlos. Ich will ja. Sie nur noch Carlos nennen. Okay. Gut. Professor Carlos. Oh, das ist wirklich schmeichelhaft. Vielen Dank. Das stinkt auch so ein bisschen. Jetzt Sellerie. Boah. Mögen Sie Sellerie? Nein. Ich glaube, wir müssen es noch klein. Sie wollen die Bürgerversicherung durchsetzen. Ich finde Bürgerversicherung, das klingt so logisch. Ich verstehe nicht mal, warum es das nicht schon lange gibt. Wo ist der Haken? Das heißt, dann wird nur so behandelt, wie es medizinisch notwendig ist, nicht danach, also wie viel Gewinn ich mit dem Patienten machen kann. Aber auf der anderen Seite wird die private Versicherung ja auch so teuer, dass die älteren Privatversicherten ja nachher wie Bittsteller durchs System laufen. Was, Bitch, was? Bittsteller, nicht Bitch, also Bitches, also was anderes, aber Bittsteller. Die Bittsteller, die Bettler, waren, ich will jetzt nicht sagen arme Sau, weil wir das als Politiker nicht sagen dürfen. Aber hier sind Sie ja Mensch, hier Ja, sind Sie ja nicht trotzdem, Politiker. ich kann aber nicht ganz aus der Rolle fallen. Sonst Ja, hätte ich gesagt, das dass es wäre eine arme Sau unglaublich. ist, aber das sage ich nicht. Ich kann es ja sagen. Ja, Sie können das können ja noch sagen. mal- Also die Privatversicherten, die nachher die Prämien nicht mehr bezahlen können und daher in Altersarmut geraten und zum Teil von Krediten die Krankenhausrechnung bezahlen müssen, das sind arme Menschen. Man könnte auch sagen, Arme Säue. ja, wenn Sie es sagen, kann man so sagen, ja. Vorsicht, dass Sie sich nicht dreckig machen. Okay. Gut. Schön, dass Sie so gut mitmachen. Ja, gerne. Sie wissen ja, wie man sagt, it's not rape if you enjoy it. Ach, ich finde es ganz lecker. Oh. Krass. Krass gut, ne? Krass. Nee. Krass Ist geil. ist nicht für mich schlimmer als der Kater. Fürs dritte Getränk haben wir uns einen globalen Mix ausgedacht. Und zwar nehmen wir dafür eine Katerspezialität aus jedem Land. Also hoffe, dass das jetzt besser wird. Der zweite Drink war grauenhaft. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass nach unten noch Spielraum besteht. Ha, da haben Sie, Habe ich mich haben vertan? Sie sich vertan. Kaffee, ein Ei, Rollmops, Boah, den kann ich nicht konsumieren. Ginseng aus China. Schon besser, genau. Sieht aus wie diese Fingernägel im Guinness World Record Das ist Book, wirklich- oder wenn man so ganz lange Fingernägel hat. Ich nehme jetzt diesen Rollmops, Sie müssen meinen Rollmops mitspeisen. dann mixen wir das mal. Wo sind Sie gerade bei Breaking Bad? Ich habe die Sendung durch. Waren glaube ich 6 Staffeln, die habe ich alle geschaut. Das ist krass, wo er da am Schluss den Drachen so zähmt, oder? Und dann das Königshaus übernimmt. Das muss Games of Thrones gewesen sein. Schauen Sie das auch? Nee, das schaue ich hasse nicht, aber ich hasse so das ist Fantasy-Scheiß. mir ehrlich gesagt genau. Schaue das- ich lieber so- Politik. Haben Sie Epilepsie? Nee, das habe ich nicht. Noch nicht. Das ist ein Partybecher. Wow, Ein easy. Raverbecher. Oh, guck das mal an. Also zum Wohle. Easy nice. Zum Wohl. Dann würde ich sagen, das Top-Mittel. Boah. Nein, Entschuldigung. Also wir müssen hier nachher noch weiterdrehen. Bitte nicht gerade kotzen. Das beste Mittel gegen Kater ist natürlich immer noch einfach weitersaufen. Endlich, das kommen wir zur Sache. Jawohl. Auf was stoßen wir an? Ja, auf den gelungenen Kater. Das ist Ware. Das ist das, was wir den Zuschauern empfehlen können, glaube ich. Das ist mein Eindruck. Echter Clara. Super. Dankeschön, Herr Sehr gerne. Professor. Zum Wohle. Zum Wohle.